ich mag Tore machen. So. Sorry. Ich war schon 3, denke ich. 3, 4. Dass ich immer mit einem Ball beschäftigt war. Und in deinem Haus immer über gegen all die Schranken angeschossen mit Ball und immer gefußballt. Und meine Eltern haben immer gesagt, nein, du musst das nicht machen, nur draußen und nicht zu viel. Und ja, war lustig, ja. Es war auf einen Moment, dass ich einen Brief bekommen hatte von Ajax, wenn ich 6 war oder 7. Von das Moment an war das, ja, dass es für mich sicher war, okay, Fußballer, vielleicht sind da etwas mehr. Es war ein großer Wechsel, ja. Ich musste das machen, dass ich immer entschieden musste, okay, was ist bei Dortmund besser, wenn ich bei Dortmund bin, weil du bist von Hause, du bist alleine. Es war auch in die Corona-Zeit, so, es war auch schwer anzufangen hier. Aber jetzt, wenn ich jetzt zurückgucke auf diese Entscheidung, kann ich ganz stolz auf mich selber sein und ja, wie ich hier als Mensch jetzt bin, das hatte ich nicht gewesen, wenn ich noch bei Ajax gespielt hatte, denke ich. So, hier wohne ich. Nicht so spezial, aber ja. Ja, das ist mein Zimmer. Hier wohne ich 1,5 Jahre schon. So, ja. Kurze Zeit bist du beim Physioraum oder beim Trainingsplatz. So, du kannst immer mehr machen als die anderen. Aber du bist auch ein bisschen abhängig, wenn du unter 18 bist. Du kannst noch nicht fahren selber. Sonst ist alles ganz entspannt. Und, ja, du hast ein eigenes Zimmer. Und Lukas, was gibt's morgen? Morgen gibt's Fischfrikadellen mit Kartoffelsalat. Okay, das kenne ich noch nicht. Von Namen kenne ich das nicht, aber... Frischfrikandel. Frischfrikandel. Ja. Frikadelle, ja genau. Okay. Und dann wieder Tiramisu auch, oder? Tiramisu, nee, das ist zu fettig, das gibt's nicht mehr. Das mag ich auch sehr. Das war der Küche von Jugendhaus. Ja! Ich denke, wir waren eine Mannschaft mit vielen Qualitäten. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und können wir vielleicht so viel schaffen wie letztes Jahr. Das ist immer möglich. Ich finde, zum Anfang hat er ein bisschen Zeit gebraucht, was auch selbstverständlich ist für so einen jungen Mann. Das Wechsel war auch nicht ohne, das war auch groß gehypt in die Medien und der eine oder andere hatte seine klare Meinung dazu und das ist für so einen jungen Mann auch nicht unbedingt einfach. Wir haben ihn relativ schnell integriert bekommen, finde ich. Das hat man auch letztes Jahr gesehen, weil er da aus als U17-Spieler und 19 Torschütze wurde. Damit war ich aber nicht zufrieden, weil da war noch mehr drin, finde ich. Das weiß der Junge auch. Wir setzen den Latte relativ hoch, nicht nur für ihn, sondern für alle. Damit kommt er mittlerweile sehr gut klar, finde ich. Er weiß, wo der Tor steht, außerhalb der Platz. Das ist wichtig. Das ist ein sehr, sehr guter Junge. Er ist ein ordentlicher Mensch, der ist gut erzogen, er ist höflich, er ist bodenständig. Das ist alle Sachen, Tugenden, was für mich sehr, sehr wichtig sind. Was sind deine persönlichen Ziele beim BVB? Ja, natürlich ein Profi werden hier in der ersten Mannschaft. So früh wie möglich, aber ich gebe mich selber keinen Stress. So, ja, ich arbeite immer hart hier und will das Beste für mich selber. Und wenn die Zeit reif ist, dann hoffe ich, da zu sein.